Ich habe eine sehr persönliche Frage an dich. Hast du dich jemals wirklich gefragt, wer bist du wirklich? Hast du dich gefragt, wo kommst du her? Wer warst du, bevor du der wurdest, der du jetzt glaubst zu sein? Wer bist du ohne die Rollen in deinem Leben? Wo warst du, bevor du geboren wurdest? Wo wirst du nach deinem physischen Tod hinkommen? Wirst du überhaupt irgendwo hinkommen? Das Leben, unsere Existenz muss aus meiner Sicht viel kritischer betrachtet werden. Warum existieren wir überhaupt? Stell dir vor, du wachst plötzlich in einem Zug auf. Du bist ein bisschen verwirrt, weil du vergessen hast, wie du in diesen Zug gekommen bist. Also sprich, du wurdest geboren und du läufst durch die Gegend und fragst die Leute, wer sind sie, wie kommen sie in diesen Zug und wohin fährt der Zug überhaupt? Also sprich, die Zeit läuft geradeaus. Die meisten interessieren sich nicht für deine Fragen, obwohl es doch die größten Fragen des Lebens sind. Und diejenigen, die sich mit dir über das Thema unterhalten, entwickeln selber eigene Philosophien, eigene Theorien und schließlich eigene Religionen darüber. Und auch da hast du dich natürlich eingelesen, um vielleicht Wahrheiten auf deine Fragen zu finden. Doch das Einzige, was du dort wirklich festgestellt hast oder herausgefunden hast, ist, dass es lediglich Theorien sind, dass es lediglich Wahrheiten sind. Das Einzige, was du damit tun kannst, ist, es zu glauben oder es nicht zu glauben. Somit ist das Einzige, was du wirklich im Leben tun kannst, eine Reise zu machen. Eine Reise zu diesem Ursprung, eine Reise zum wahren Selbst, eine Erkenntnisreise, eine Reise der Erinnerung, wo du dich erinnerst, wer du warst, bevor du in diesen Zug gestiegen bist. Viele glauben, dass so eine Reise zum wahren Selbst nur für große Mystiker und Philosophen bestimmt ist und nicht für jeden erreichbar ist. Doch, ich sage dir, jeder kann diese Reise machen. Im Laufe meiner langjährigen Praxis der Bewusstseinsforschung habe ich viele Wege herausgefunden, um eben diese Reise zu beginnen. Und für mich war das Thema außerkörperliche Erfahrungen, also Astralreisen, eines der spannendsten Wege, um mich auf diese Reise zu begehen, um Antworten zu finden. Ich habe auf Grundlage dieser Erfahrungen selbst ein Buch geschrieben, Das große Mysterium, in dem ich sehr ausführlich darüber spreche. Und ich weiß, du denkst jetzt vielleicht, Marco, das könnte alles Humbug sein, das ist alles nur ein Hirngespinst. Und genau das dachte ich vor vielen Jahren auch. Mein Name ist Marco C. Lorenz. Ich bin YouTuber, Autor und Bewusstseinsforscher und beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstseinsforschung und Erweiterung des Bewusstseins. Bevor ich mich intensiver mit dem Thema außerkörperliche Erfahrungen beschäftigt habe, war ich Gerichtssachverständiger. Also sprich jemand, der nur das glaubt, was man vor Gericht vorlegen kann und beweisen kann. Das bedeutet, ich kann dich sehr gut nachvollziehen in deiner Denkweise und deswegen ist es erst recht spannend, mir jetzt zuzuhören, was ich dir gleich erzählen werde. Also ich war jemand, dem man nicht einfach alles erzählen konnte, sondern ich war der geborene Skeptiker und bin zum Teil immer noch dieser Skeptiker. Und als ich zum ersten Mal in einem Buch vom Thema außerkörperliche Erfahrungen gelesen habe, war ich auf der einen Seite sehr fasziniert von der Möglichkeit, seinen Körper zu verlassen, Raum und Zeit zu durchbrechen, Zeitreisen zu machen, um eben herauszufinden, wie komme ich in diesen Zug, wie komme ich in diesen Körper, wer war ich davor und wo geht mein Leben nach dem Tod hin und wer ist Gott, wo ist Gott, was hat es mit Jesus auf sich und diese ganzen großen Fragen des Lebens wollte ich beantworten. Und es war sozusagen ein faszinierender Weg, der mir sagt, okay, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und gleichzeitig war in mir dieser Skeptiker, dieser innere Kritiker, der gesagt hat, das ist doch alles nur ein Hirngespinst. Du kannst doch sowas nicht glauben. Das, was mich vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich offenbar nur das glaube, was ich selbst erlebe. Und so fing ich an zu lernen. Ich habe alle Bücher und wirklich alle Bücher, die es darüber gibt, gelesen. Ich habe sie wirklich studiert. Ich habe alle Seminare darüber besucht und dann habe ich 6 Stunden lang am Tag Praxis gemacht und habe versucht, in diesen 6 Stunden jeden Tag über ein Jahr lang Astralreisen einzuleiten, um es mir einfach zu beweisen. Also ich wollte Theorie in Praxis umwandeln. Ich wollte das, was die Leute erzählen, wirklich erleben. Und so begann meine Reise. Eine Reise, ein Abenteuer zum wahren Selbst, zur Natur der Existenz. Eine Reise, ich nenne sie eine Selbstentdeckung.
eine Art Erinnerung. Du gehst durch diese Portale und erinnerst dich immer mehr, wer du wirklich bist. Und diese Reise hat mir die lange ersehnten Antworten auf meine Fragen nicht nur gegeben, sondern auf dem Silbertablett serviert. Und eben genau daraufhin habe ich selbst das Buch Das große Mysterium geschrieben, wo ich dich in diesem Buch mitnehme auf diese Abenteuer und genau diese Fragen beantworte. Vielleicht hast du es auch schon gelesen und fragst dich, wie kann ich selber diese Fähigkeit lernen, mein Bewusstsein zu erweitern, um zu diesen anderen Realitäten zu kommen und zu meinem wahren Selbst zu kommen und zu entdecken, wer ich wirklich bin. Ich muss jedoch ganz ehrlich zu dir sein, ich habe ja über ein Jahr lang gebraucht, um meine erste richtige außerkörperliche Erfahrung zu indizieren. Und es war sehr, sehr frustrierend und es hat mich nicht so motiviert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin trotzdem dran geblieben, weil diese Sehnsucht nach Wahrheit viel zu groß war. Im Nachhinein habe ich dann das Problem meiner Unfähigkeit, Astralreisen zu erleben, erkannt. Und es war ein Zusammenspiel zwischen meinem kritischen Verstand und meiner Verbissenheit, es unbedingt erleben zu wollen. Also im Grunde wollte ich mir nur beweisen, dass es echt ist, weil irgendwas in mir sagte, das könnte es sein. Ja? Und ein anderer Teil von mir, der wollte mir einfach klar machen, das ist alles nur ein Hingespenst. In der Psychologie nennt man das kognitive Dissonanz. Das bedeutet, du hast zwei Anteile in dir, die kämpfen gegeneinander, wie bei einem Raucher, wo der eine Anteil sagt, hör auf zu rauchen, wegen Geld sparen und wegen deiner Gesundheit und du hustest schon so viel. Und ein anderes Teil sagt in dir, rauche noch eine, dann geht es dir jetzt besser, dann hast du weniger Stress und so weiter. Und diese zwei kämpfen und erzeugen immer eine imaginäre Wand und diese Wand lenkt dein Verhalten, deine Gedanken und macht auch, dass es zum Beispiel beim Astralreisen nicht so einfach möglich wird. Vielleicht bist du selber gerade dabei, Astralreisen zu lernen und bist auf diese Probleme gestoßen. Und zwar beim Üben eine Frustration, wo du einfach nicht mehr weißt, wie soll es weitergehen. Du übst so viel, aber es passiert nichts wirklich oder wenn, dann ganz, ganz selten. Vielleicht hast du auch Ängste oder Vorurteile auf Basis von Geschichten, die du im Internet gelesen hast, von Leuten, die vermutlich selber noch nie eine Astralreise erlebt haben. Oder du hast keinen Weg gefunden, keine Methode, die dir die Erfolgsquote beim außerkörperlichen Erfahrungen indizieren, drastisch erhöht. Oder du hast keinen konkreten Leitfaden, der dich wirklich Hand für Hand mitnimmt und dir hilft, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit mit einer sehr hohen Erfolgsquote Astralreisen einzuleiten. Oder schließlich, vielleicht hast du Zweifel, ob das wirklich echt ist und du einfach dich fragst, existiert das überhaupt? Und ein Kritiker, also wie es bei mir damals war, ist sehr aktiv und hindert dich daran, so etwas zu erleben. Und heute, viele Jahre später, tausende Astralreisen im Rucksack, kann ich dir sagen, Astralreisen zu können, ist der natürliche Zustand unserer Seele. Denk mal nach, wenn deine Seele geboren wird, was tut sie? Sie wacht irgendwo in irgendeiner Realität auf. Und sie erlebt konstant, fortwährend durch das Konzept der Inkarnation, falls du daran glaubst, ein Wechsel der Identitäten, ein Wechsel der Körper. Das heißt, deine Seele ist darauf trainiert. Das ist sozusagen das Einzige, was sie eigentlich die ganze Zeit tut, ist Astralreisen zu machen, von einer Realität zur nächsten zu gehen, von einem Körper zum nächsten zu springen. Wenn du mir nicht glaubst, wenn du in der Nacht einschläfst und du träumst, dann tust du das doch schon. Du wechselst von deinem Körper in einen anderen, nennen wir es mal den Traumkörper und erlebst dort einen Traum mit einer anderen Identität und das machst du jede Nacht. Das heißt, du kannst das sehr gut. Und meine Aufgabe ist es nicht nur, dich daran zu erinnern, wie das geht, sondern dir zu zeigen, wie du es auch so immer machen kannst. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe, Astralreisen zu lernen, gab es kaum Theorien darüber. Es gab kaum Bücher darüber, kaum Anleitungen, Kurse oder sonst etwas. Und das war für mich natürlich so ein sehr harter Weg, weil es gab niemanden, der mir erklärt, was wirklich mein Problem war, warum die Erfolgsquote nicht so gut war. Ich habe im Nachhinein festgestellt, warum ich diesen harten Weg gehen musste. Ich habe durch diesen harten Weg die ganze Theorie, die es darüber gibt und die ganze Praxis trainiert und verstanden und die Physik von Astralreisen kennenlernen dürfen. Und heute weiß ich, es gibt Blocker, also Dinge, die dich blockieren, damit du Astralreisen machen kannst. Und es gibt Befürworter, also Dinge, die du tun musst oder kannst, damit deine Erfolgsquote drastisch steigt. Und was ich dir zeigen möchte, ist, was dich blockiert und was du tun kannst, damit du so schnell als möglich eine außerkörperliche Erfahrung erleben kannst.
dass ich dann angefangen habe, durch diese Methoden, die das befürworten, Astralreisen immer wieder einzuleiten und immer öfter und dann täglich und dann sogar mehrmals täglich, hatte ich sehr viele Erfahrungsberichte, die so krass waren, die mein Weltbild von der Welt und diese Erkenntnisse und dieses Wissen, was ich dort erlangt habe, was schlussendlich auch zum Buch Das große Mysterium geführt hat, habe ich dann angefangen auf YouTube zu veröffentlichen. Und innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit wurde ich der YouTuber mit den meisten Erfahrungsberichten zu diesem Thema. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz wie auch einen Wissensschatz gesammelt, wo die Theorie und die Praxis für sich sprechen. Schließlich habe ich dann angefangen, noch weiter in die Forschung zu gehen, weil ich war ja vorher in der Datenforensik zuständig und habe angefangen eben mit Bewusstseinsforschung zu arbeiten. Habe mir ein richtiges Labor aufgebaut mit alles, was dazugehört, also Faradäischen Käfig, alle möglichen Begünstigungen, die man machen kann, um eben dort noch leichter Astralreisen einzuleiten. Und schließlich habe ich dann angefangen, das Brainwave Entertainment Research Institute zu gründen vor vielen Jahren, wo wir am Bewusstsein forschen und eben daran forschen, wie man das Bewusstsein erweitern kann, in andere Bewusstseinszustände sehr einfach kommen kann. Somit bin ich genau der richtige Ansprechpartner für dich, wenn es darum geht, Astralreisen zu lernen. Genau dafür habe ich ein Programm entwickelt, und zwar den Astralreisen Crashkurs. Das ist ein Programm, wo ich dich jeden Tag mitnehme auf eine Reise, wo wir die Blocker beseitigen und wo wir die ganzen Sachen, die Astralreisen befürworten und begünstigen, integrieren in deinen Alltag. Ich habe dieses Programm so entwickelt, dass du es auch neben deiner Arbeit, neben deinen Kindern machen kannst, dass du wirklich das integrieren kannst in dein Leben. Denn ich hatte selber damals sehr viel zu tun und habe es nebenbei lernen müssen und kann das natürlich sehr gut verstehen, dass es nicht so einfach ist, weil man im normalen Alltag hängt. Das Ziel dieses Kurses ist, dass wir im Laufe dieser 7 Tage deine Blocke entfernen und dass wir die Erfolgsquote, die du beim Astralreisen praktizieren hast und auch deine Leitfaden bekommst, wirklich drastisch steigerst. Du fragst dich sicherlich, was dieser Kurs jetzt kostet. Nichts, denn das Ziel von mir und das Ziel meines Lebens ist es, dass wir alle in einer Welt aufwachen, wo jeder Mensch sich erinnert, wer er wirklich ist, wo wir alle glücklich sind, wo wir alle zufrieden sind, wo wir den anderen nicht mehr als jemand anders sehen, sondern als eine Reflexion unserer eigenen Göttlichkeit in diesem ewigen Spiel des Selbstgesprächs. Und um das zu tun, möchte ich dir diesen Kurs schenken. Ich möchte, dass du dich erinnerst. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich möchte, dass du selbst keine Fragen mehr hast, die dein Leben, die deinen inneren Kritiker aktivieren. Die wahre Essenz der Wirklichkeit entfaltet sich aus meiner Sicht nicht nur durch blanke Theorie, sondern durch wahres Erleben, durch Erinnerung. Es geht darum herauszufinden, wer du wirklich im tiefsten Kern deines Selbstes bist. Und so möchte ich dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam 7 Tage zu verbringen. 7 Tage, wo du vielleicht deine erste Astralreise erlebst. 7 Tage, wo du vielleicht in ungeahnte Dimensionen hineinkommst und Dinge erlebst, die dein gesamtes Leben für immer verändern werden. Die dir zeigen werden, dass du nicht einfach nur jemand bist mit einem Namen und einem Körper und dich damit identifizierst, sondern dass du ein multidimensionales Wesen bist, welches konstant immer wieder den Körper wechselt und die Fähigkeit hat, zwischen den Dimensionen hin und her zu wandern, wie es dir gefällt. Bist du bereit, auf eine Reise zu gehen, auf eine Reise der wahren Selbsterkundung? Du musst nur einen Funken Offenheit mitbringen, einen kleinen Funken Offenheit, so wie ich es damals mir bewiesen habe. Und diese Offenheit kann für dich alles verändern. Stell dir vor, wie das wäre, wenn du jede Nacht, anstatt einfach zu schlafen, auf ein bewusstes Abenteuer gehst, deinen Körper verlässt, fliegen kannst, durch Raum und Zeit wandern kannst, Dinge erleben kannst, mit Bewusstseinsformen sprechen kannst, die jenseits der menschlichen Vorstellungen sind, die viel weiter entwickelt sind, wo du auf Planeten kommst, wo eine andere Technologie existiert, wo du dir Sachen abschauen kannst und dein Leben darauf designen kannst. Was wäre das für ein Gefühl der Freiheit, wirklich jemand zu sein, der seinen Körper einfach verlassen kann und das erleben kann. Und ich glaube, es ist die Evolution, es ist das Nächste, was der Mensch tun kann, das nächste große Abenteuer, was wir mit unserem Bewusstsein tun können. Um genau das geht's. Also stell dir jetzt die Frage, bist du bereit, dir einen Spiegel
vor die Augen zu halten? Bist du bereit, in das Unbekannte hineinzusteigen? In eine Dimension, von der du nur träumen konntest bisher? Wenn ja, dann melde dich jetzt an für meinen 7-tägigen kostenlosen Astralreisen-Crashkurs. Ich schicke dir jeden Tag eine Mail mit einem Video, wo ich dir ganz genau zeige, was du an jedem Tag zu tun hast. Und im 7. Tag ist das Ziel, dass du deine erste außerkörperliche Erfahrung indizierst. Ich wünsche dir viel Freude und ich freue mich sehr, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen.